Hi Leute, es ist wieder Zeit für Bushcraft On. Ich bin Pascal. Ich bin Patrick. Und wenn ihr wissen wollt, für was dieses Teil ist Und was wir Leckeres in diesem Topf zubereiten, bleibt dran. Los geht's. So Freunde, das Lager steht. Jetzt kommt das Schönste, das Feuer. Hier habe ich ein bisschen Kienspann vorbereitet mit ein paar Federsticks. Und jetzt geht's um die Wurst. wie macht ihr am liebsten Feuer? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Das sind die schönsten Federsticks, die ich je gesehen habe. Ja, es ist gar nicht so einfach. Aber es funktioniert. Ja, es braucht recht Übung. Und das richtige Holz. Was darf nie fehlen? Eine Garderobe. Denn Rucksäcke haben nichts am Boden verloren. Wenn ihr solche Hacks genauso feiert wie wir, lasst uns doch ein Abo da, gebt uns einen Daumen nach oben, aktiviert die Glocke für noch mehr nützliche Tipps. So, jetzt brauchen wir noch eine Halterung für unseren Topf. Und wie das geht, zeigen wir euch jetzt. Wir brauchen 2 Astgabeln, die ungefähr gleich dick sind. So, jetzt geht es um die Verbindung von diesen 2 Astgabeln. Die Verbindung ist jetzt ohne Knopf. Und wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Und zwar legen wir die schön aufeinander. Hier habe ich eine Nylonschnur. Geht natürlich auch mit Paracord, aber umso dünner, umso besser, umso einfacher geht es. Dann schaust du, dass du eine Art wie Schlaufe bilden kannst und hier ziemlich viel Schnur vorig lässt. Auf die eine Seite und die Schlaufe auf die andere Seite. Denn jetzt ist es so, dass ich das so halte und dann beginne hier eigentlich schön
saftig, bündig, immer wieder zu drehen. Also zu umwickeln. Es ist ein bisschen eine Gefetterli-Arbeit oder nicht so einfach, aber das Ergebnis lohnt sich. Und hier immer wieder schön zusammenpressen, damit das eigentlich einen schönen Übergang gibt und eine schöne Halterung. Und immer schauen, dass du schön straff bist. Ist ein bisschen ein Getüdel, hä? Ja, es ist nicht so einfach, aber mit ein bisschen Übung. Also ich mache es jetzt das zweite Mal, aber eigentlich sollte es funktionieren. Wir haben es auch hier als Griff verwendet, diese Methode. Knopflos und ist optimal. So, wenn wir jetzt am Ende angekommen sind, es wäre jetzt schöner, wenn es hier noch verlängert wäre, aber ja, es ist zu dickes Holz, von dem her ich hoffe, es funktioniert so. Dann schneide ich jetzt es ab. Und mit dem Ende gehe ich hier mit Spannung durch die Schlaufe. Und jetzt ist der ganze Trick eigentlich, da wir ja die Verlängerung haben, dass ich das Ganze durchziehen kann. Und zwar ziemlich tief, mit ein bisschen Kraft. So, bis es ungefähr auf dieser Hälfte ist. Und dann hält das Ganze schon. Jetzt kann ich es hier abschneiden. Und hier schneide ich ab. Und durch das, dass es jetzt durchgezogen ist, hält es eigentlich. Und das ist bombenfest. Ist jetzt nicht perfekt schön, aber es hält. Das ist das Wichtigste. So Freunde, jetzt zur Auflösung des mysteriösen Stücks. Der Astgabel, die wir doppelt gebunden haben, mit einem Oberkantholz. Sehr wichtig, dass es hier ein Gegenstück hat. Fixation ist auch sehr wichtig, da es sonst abrutschen kann. Und der Clou an der ganzen Geschichte: ihr habt eine sehr stabile Lafette, oder wie sagt man, einen Halter. 3 Bein kann jeder. Der Vorteil ist, wenn man jetzt den Topf nimmt, wir haben vorsichtshalber eine Kerbe reingemacht und ein Stück Paracord, hält optimal. Kann man das ganz edel hier rüber schwingen und dann übers Feuer hangen und auch wieder weg. Ich feiere diese Kombination. 3 Bein Lafette war gestern. So, das Wetter passt. Es hat angefangen zu regnen und jetzt fehlt nur noch was Leckeres zu essen. Denn ohne Mampf kein Kampf. Was gibt es denn Leckeres, Pascal, heute? Gut, dass du fragst, Paddy. Ein Chili con Carne. Oh, geil, das hatte ich noch nie im Wald. Sicher lecker. Was brauchen wir denn dazu? Ich zeig's dir.
frisches Rindshackfleisch, Rinderbrühe, dann rote Kidneybohnen, geschälte rote Tomaten, frische Zwiebeln. Sehr viel Zwiebeln, hä? Ja, sehr viel. Zwiebeln dürfen nie fehlen. Dann Knoblauch, eine Chilischote, die schon geschnitten ist, Mais und natürlich 2 verschiedene Sorten Paprika sowie Tomatenmark und Sonnenblumenöl. Wow, das sieht lecker aus. Lass uns anfangen zu kochen. Gerne. Ich bin schon heiß drauf. Ich auch, Mann. Los geht's. So, die Tomaten sind jetzt drin, das Hackfleisch ist angebraten. Und jetzt heißt es noch ein bisschen köcheln. Die Konstruktion hält. Tipptopp, wie wir es erwartet haben. Sieht das lecker aus. Nachher kommen noch die restlichen Zutaten rein. Wir freuen uns drauf. So Leute, das Chili ist fertig und wir lassen es uns jetzt schmecken. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Abo da, gebt uns einen Daumen nach oben und wir würden uns freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es heißt Bushcraft On. Bis dahin, ciao.